Ja, diesmal beginnt das Video vermutlich ein bisschen seltsam. Wir sind in Beijing und weil das Essen hier einfach viel zu gut ist und wir mittlerweile eindeutig zu lange in China unterwegs sind, müssen wir uns dringend auf unser nächstes Abenteuer vorbereiten. Oder anders gesagt, die Fischköpfe brauchen unbedingt mal Bewegung. Deshalb besuchen wir heute meine alte Freundin Marie. Sie arbeitet hier in Beijing als Fitnesstrainerin. Wenn ihr übrigens mehr über Marie und ihr Leben in China erfahren möchtet, dann verlinke ich euch unten ihren Instagram-Account. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Abenteuer. Für mich beginnt das Ganze erstmal damit, wieder ein Jahr älter zu werden. Und zum Geburtstag darf man sich ja bekanntlich immer was wünschen. Und ich erfülle mir heute einen Wunsch, der mich schon seit so vielen Jahren begleitet. Aber bevor es losgeht, müssen wir nach diesem unfassbar anstrengenden Fitnessprogramm natürlich noch etwas für die Regeneration Da tun. heißt es, bitte komm, um was abzuholen. Keine Ahnung. Also bestellen wir uns ganz professionell eine kleine Stärkung aufs Zimmer. Und morgen geht's endlich los. Oh, hallo. Hä? Hello? Open? Da steht Open. Soll ich drücken? Ja. Oh, das ist ja unsere Lieferung. Oh, ich nehme den jetzt mal. Dankeschön, Roboter. Close. Das ist aber noch ein Kinderroboter, wa? Kinderarbeit ist hier erlaubt. 希望我的服务会为您带来一个世纪的好心情。别忘记给我一个大大好评哦，我会继续努力的。 Ja, das war lustig. Wir haben ein Wohnmobil in Japan gemietet, sind jetzt hier noch am Flughafen und sollen aber erstmal zum Ausgang 98. Dort wartet ein Shuttlebus auf uns, zumindest hoffen wir das. Und der Shuttlebus bringt uns dann zu unserem Wohnmobil. Theoretisch, hoffentlich. Toi, toi, toi. Aber in Japan funktioniert das alles eigentlich meistens immer gut. Nein? Oh, das erinnert mich an Setsu. Da war ja auch an so einem coolen Bus. Aber was haben die hier für eine Holzkonstruktion reingeklöppelt? Ist das ein Selbstausbau, Schatz? Ja, absolut. Cooler Selbstausbau, hast du absolut recht. Also das hat jetzt ja doch, es klang erstmal ein bisschen komisch, aber es hat ja doch sehr gut geklappt, ne? Ja. Ach so, sie ist. Oder doch? Ist es doch Hunger? Nein, ja? Das ist doch aber nicht den wir uns ausgesucht haben, oder? Das kannst du bitte gleich sagen. Ja. Seht ihr diesen hübschen kleinen Camper? Den wollten wir eigentlich mieten. Und jetzt haben wir hier die ganze Zeit Ärger damit. Das Ding ist halt irgendwie innen. Sieht zwar neu aus, soll auch nur 3 Jahre alt sein, aber da fallen die Kanten ab. Ne? Das Ding sieht teilweise echt schrabbelig aus. Guckt euch das hier an. Also hier gehen die Kanten in den Arsch und so. Und jetzt haben die uns einen Vertrag hier runtergelegt, dass wir, wenn was mit diesem Auto ist, also wir haben schon die beste Versicherung abgeschlossen, die es eigentlich gibt, damit wir eigentlich keinen Ärger haben. Und jetzt haben die uns noch so eine Klausel in den Vertrag geschrieben, die wir unterschreiben sollen, dass wenn was ist, wir für die Ausfallzeiten dieses Autos haften sollen. Also wenn wir einen Schaden verursachen an dem Auto und das Auto fällt dann aus, dann müssen wir dem Unternehmen diesen Schaden, der dann entsteht, bezahlen. Dann haben wir gesagt, das unterschreiben wir nicht. Was ist denn das für ein Vertrag, ne? Also ich meine, so ein bisschen habt ihr hier natürlich ja auch euer unternehmerisches Risiko. Dafür vermietet ihr doch die Karren, dass ihr halt genau sowas deckeln könnt. Und wir haben
eine Vollkaskoversicherung, die alles zahlt, egal was wir an dem Auto machen. Warum sollen wir denn eure Ausfallzeiten zahlen? Naja, jetzt diskutieren wir hier rum und in Japan ist es halt üblich, dass keiner das selber entscheiden darf, also zumindest nicht von den Angestellten und der Chef kein Englisch spricht. Und jetzt telefonieren die ganze Zeit rum. Ich habe schon so eine Wut und so ein beschissenes Bauchgefühl, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf habe, auf die Nummer hier. Und ey, ich bin kurz davor zu sagen, so, wir mieten uns jetzt hier einen Mietwagen und ein Hotel und das reicht, ne? Also, weil ich habe dem Unternehmen geschrieben, bitte, packt richtig ordentliche Matratzen da rein, weil Schlafen ist im Camper das Wichtigste. Wir haben das Ding jetzt hier eigentlich für 21 Tage gemietet. Und was fehlt in dem Auto? Ordentliche Matratzen. Das sind nur solche kleinen Dinger. Ich kann euch das gleich sonst mal zeigen. Also so dünne Matratzen, da schlafen natürlich die Japaner ganz gerne drauf, aber wir halt nicht. Und vor allem nicht so eine lange Zeit. So, und hier die Angestellte läuft schon nervös die ganze Zeit rum und versucht jetzt die Situation zu klären, aber ich habe echt ein richtig beschissenes Bauchgefühl gerade. Schauen wir mal, ne? So, wir haben jetzt das Auto gemietet. Die haben sich drauf eingelassen und diesen Punkt mit den Kosten rausgelassen. Und ich war schon eigentlich, so sie kennt mich, ich hätte schon eigentlich fast gesagt, lass das. Bockig. Ich war bockig, ich hatte da keinen Bock drauf auf so eine Nummer. Das hat mich genervt. Aber jetzt haben wir das Auto und wir hatten so einen Hunger, weil wir heute Morgen um 4 Uhr aufgewacht sind. Und dann schnell zum Flughafen, ohne richtig zu frühstücken. In diesem chinesischen Flieger gab es kein geiles Essen. Das war halt irgendwie Katastrophe. Und dann sind wir ja direkt zum Verleiher und da gab es auch kein Essen. Das war ja auch nur ein Parkplatz. Ja. Und das 4 Stunden lang. Und ich habe schon die ganze Zeit gesagt, Katastrophe. ich werde hangry. Ja. Ich so, kennst du das Wort? Sie so, nee. So, Ja. Maschinen rein so, ist heute möglicherweise geschlossen. Genau. Ja, jetzt haben wir noch die Du musst Baustelle. Wie lange brauchst du dorthin? 51 Minuten. Dann schreibe ich Jetzt haben wir noch die Baustelle, dass wir hier nach wie vor noch beschissene Betten haben. Obwohl ich den mehrfach angeschrieben habe und gesagt habe, Schlafen ist für uns das Wichtigste im Wohnmobil. Also seht zu, denn wir kannten die Situation ja von unserem Campingtrip in Okinawa. Da hatten wir ja auch so ziemlich beschissene Matratzen am Anfang bekommen. Da haben wir dem Vermieter gesagt, hier, sehen wir zu, legen uns doch mal ordentliche Matratzen rein, dass man da auch einen Schlafkomfort hat. Und der hat dann nachgeliefert. Und ja, die haben das hier vergessen und einfach nicht gemacht. Das war auch schon wieder Katastrophe. Nicht nur, dass hier die Kanten abfliegen, sondern irgendwie... Vor allem, du sagst, das ist das Wichtigste. Und was ist nicht da? Die Matratzen. Ja, Mann, ja. Und der Fernseher. Und Ja. So, Leute, ich will nicht so lange quatschen. Wir fahren jetzt mal 50 Minuten, fast eine Stunde. Jetzt nochmal zu diesem Verleih. Es wird schon dunkel. Was für eine Scheißkatastrophe. Irgendwie, eigentlich müssten die uns 2 Tage erstatten, weil dass wir uns hier so lange rumschlagen und ärgern müssen. aber kommt ihr auch nicht drauf, ne? Also einfach mal so zu sagen, hey, das ist jetzt echt vieles blöd gelaufen. Mhm. Oder Lotti, du musstest auch die ganze Zeit geduldig warten. Das ist auch total doof für dich. 4 Stunden lang ohne Essen. Mhm. Was? Und dann auch noch ohne Wi-Fi. Naja, 4 Stunden. Gott, vier das ist Stunden. Ja, grausam. genau, wir sind so grausam zu dem Kind. Grausam, kein 4 Wi-Fi. Stunden ohne Essen klingt jetzt nicht so dramatisch, wenn man gefrühstückt hätte. Das stimmt. Und Aber ich hatte nur noch diese Mittagessen. furchtbaren Kekse aus dieser Lounge da. Das war alles auf jeden Fall irgendwie ein bisschen kacke. Aber jetzt wird's alles super, weil jetzt fahren wir zu diesem Verleiher und ich schwöre, die werden die perfekte, super gute Lösung für uns haben, dass wir da richtig Wellness schlafen können. Also wahrscheinlich sind das dann so Matratzen, die sich irgendwie ergonomisch dem Rücken anpassen. Genau. Weil Und in dich unserem, sanft in den genau, Schlaf in unserem Alter, da muss man natürlich auch mit dem Rücken schon aufpassen und so, hier nicht Bandscheibenvorfälle und so was, ne? Ihr wisst schon, wie es ist. Und deswegen, jetzt fahren wir schnell hin. Ich knipse einmal und dann sind wir gleich beim Verleiher und ihr werdet sehen, wie diese Story weitergeht. Vielleicht ziehen wir hier aus diesem Camper auch wieder aus. Weil wenn du hier nicht schlafen kannst, kannst du hier nicht schlafen. Das wäre ja auch kacke. Ne? Let's go. Let's go. Hat nicht geklappt, nochmal. Oh, ihr müsst mitmachen, sonst klappt das nicht. Kommt, Wann sind wir denn nicht da? kommt jetzt. Okay. Und die gleichzeitig nochmal. Marco hat gesagt, ich soll sagen, das mit dem Schnipsen hat nicht funktioniert. Ja, Mann. Wir fahren immer noch. Guckt euch mal diese schönen Drohnenaufnahmen an. Ja. Anyways, also wir sind jetzt immer noch nicht beim Vermieter. Wir sind aber auf dem Weg dorthin.
Ja, ich bin mal gespannt, wie diese Luftmatratzenlösung jetzt aussehen soll. Ich glaube, das wird nicht so gut. Sagt mir auch mein Bauchgefühl. Ja. Und dann müssen wir mal schauen, weil wir haben den Wagen für wie lange? 21 Tage. Was ja eigentlich total toll ist und uns super viel Zeit geben würde hier auf Hokkaido. Weil es ist eine super schöne Gegend. Also was wir bisher so gesehen haben, ist schon richtig schön. Ja, aber wenn wir so blöd nur im Auto schlafen können, also dass wir jeden Morgen irgendwie mit verrenktem Rücken aufwachen. Ja, dafür sind wir zu alt. Wir sind keine Zelter mehr, ne? Bitte verallgemeiner das nicht. Nee. Aber ich schlafe auch gerne natürlich komfortabel. Ja, nur wegen dir meine ich das auch. Ja, also gucken wir uns das mal an. Was auch richtig blöd ist, hier sollte eigentlich ein Fernseher drin sein. Jetzt sagt, naja, ihr seid doch draußen in der Natur und blablabla. Ja, sind wir. Aber wir sitzen auch abends gerne nochmal und gucken irgendwie eine kleine Serie oder es gibt auch mal Regentage. Und wir haben jetzt ein paar Regentage vor uns. Leider ja. So, wir sind angekommen und sie hat Susi jetzt gleich mal so eine Tasche in die Hand gedrückt. Ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, ja. Bitte, ja. Okay, ich komme mal gerade nach hinten und muss mir mal angucken. Das ist so eine Schaumstoffmatte. Ja. Also eigentlich ist es. Könnte es gut sein. Aber wir gucken mal, ob es überhaupt passt. Ja, also da bist du vorne dran und hier fehlen halt. Also ist halt nicht ganze Länge, ne? Je nachdem wie lang du so bist. Stoß deinen Kopf bitte nicht. Eigentlich kommt da eine Leiter ran. Und? Ich passe hier fast gar nicht rein. Knapp, ne? Es ist echt knapp. Ja. Ja. Aua, Alter. Okay, das ist echt knapp, ne? Ja. Okay. Ja gut, aber geht halt irgendwie, ne? Geht? Also wenn dir das ausreicht mit so einem Ding hier? Ja, was soll ich machen? Guck mal, ist hier so ein kleiner Vorhang. Aha. Ja, gut, jetzt sind wir hier angekommen. Ja. Jetzt haben die uns so Schon mal kleine Matratzen gegeben. Ja, ihr seht schon, so richtig happy sind wir nicht. Ja, das kostet ja hier auch irgendwie 3.700 €. Verstehst du? Ist ja, wenn es ein Schnäppchen wäre, hätte ich gesagt, ist ja kein Thema, ne? Schnäppchen in Japan. Aber es ist halt 4-mal so teuer wie ein Hotel. Ja, jetzt machen wir das Beste draus. Ja. So. Mittlerweile ist es natürlich auch schon dunkel geworden und jetzt haben wir uns erstmal einen großen Supermarkt gesucht, weil wir haben natürlich auch nichts zu futtern hier und Wasser müssen wir noch kaufen für den Camper. Normales Wasser ist drin in Hokkaido, also Japan. Hier kannst du theoretisch Wasser trinken, also auch unser Wasser aus dem Tank, aber wir wollen aber trotzdem Wasser zusätzlich noch kaufen und deswegen gehen wir jetzt hier mal in den Supermarkt. Und das Schöne an japanischen Supermärkten ist ja, die haben im Eingangsbereich immer ein Klo. Entschuldigung. Tada! Manchmal sind es die einfachen Dinge, die einem zeigen, warum man immer wieder loszieht. Unsere erste Nacht zurück im Wohnmobil. Wieder dieser kleine Raum. Wieder alles enger. Und trotzdem fühlt es sich nach großer Freiheit an. Denn im Wohnmobil lebt man nicht neben der Welt. Man lebt mitten in ihr. Man hört den Wind, man hört den Regen. Man spürt die Temperaturen, die Geräusche und die Stimmung eines Ortes viel intensiver als hinter den Mauern eines Hotels. Man muss nur die Tür öffnen und steht direkt draußen. Also keine Lobby, kein Fahrstuhl, keine langen Flure. Einfach nur Natur. Und genau darauf freuen wir uns hier auf Hokkaido besonders. Denn viele sagen, dass dies die schönste Natur Japans ist. Weite Landschaften, Vulkane, Seen
und endlose Wälder. Doch momentan werden unsere Pläne noch etwas ausgebremst. Die Situation mit dem Wohnmobil beschäftigt uns weiterhin und ehrlich gesagt wissen wir selbst noch nicht genau, wie das jetzt hier weitergeht. Also bleibt es erstmal abzuwarten. Irgendwann später in der Nacht erreichen wir unseren Stellplatz. Und das ist jedes Mal einer meiner Lieblingsmomente beim Reisen. Man kommt im Dunkeln an, sieht kaum noch was von der Umgebung und schläft einfach ein. Und am nächsten Morgen öffnet man die Augen und entdeckt erst dann, wo man eigentlich gelandet ist. Als wir aufwachen, erwartet uns allerdings ein Bild, mit dem wir überhaupt nicht so gerechnet hätten. Ein extrem ruhiger Parkplatz, mitten in Sapporo. Keine Hektik, keine Menschenmassen, einfach nur Stille. Und bevor wir uns Gedanken über den Tag machen können, gibt es erstmal etwas deutlich Wichtigeres. Morgenroutine. Denn eine Regel, die gibt's ja überall auf der Welt. Ohne Kaffee läuft hier überhaupt gar nichts. Guten Morgen, geiler Schlafplatz. Allerdings haben wir nicht so gut geschlafen, weil die Matratzen, die sind 3 cm, ne? Also das ist irgendwie Tinnef. Verstehe ich auch nicht, warum Produzenten solche Matratzen produzieren. Also es ist nahezu nicht tragbar, keine Ahnung. Warum man in Fahrzeuge, in denen man schläft, nicht halt auch einfach Matratzen reinpackt, auf denen man ordentlich schlafen kann. Anderes Thema, wir haben dem Vermieter jetzt eine E-Mail geschrieben, weil ich hatte das extra angegeben bei der Buchung, dass wir gerne ein Fahrzeug haben möchten mit festen Betten und mit ordentlichen Matratzen. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, also zumindest Teile von uns. Und deswegen brauchen wir halt einfach auch gute Betten in so einem Auto. Gerade wenn du halt länger als 20 Tage in so einem Auto unterwegs bist, dann ist das halt scheiße. So, die E-Mail haben wir heute Morgen losgeschickt und sind gespannt, ob es da eine Reaktion gibt, denn uns hat hier so einiges anderes auch nicht gefallen. Also es fehlen ja auch viele Sachen, die eigentlich mitgebucht worden sind, die aber nicht dabei sind. Der Umgang hier ist nicht so dolle gewesen. Also ja, wir warten jetzt auf die E-Mail, aber vorher fahren wir jetzt erstmal zu einem kleinen Einkaufscenter. Sag, wie es ist. Denn Mutti muss aufs Klo. Und das Klo darfst du hier nicht nutzen, ne? Also wir haben eine Pauschale bezahlt, aber nichtsdestotrotz, du darfst hier nicht duschen und theoretisch das Klo nicht nutzen, was halt auch ein bisschen Kacke ist, ne? Dann hast du halt so ein Sag Wohnmobil. es doch nicht noch. Ja, es ist Kacke. Also das ist wirklich Kacke. Also du hast ein Wohnmobil mit einem Klo drin und wir haben ja sonst auch immer die Lösung gemacht, dass wir uns so eine Trockentrenntoilette selber gebastelt haben, mehr oder minder, und haben in den Sack gekackt. Ist in Japan aber nicht so einfach, denn du findest ja hier keine Mülltonnen. Also du musst dann immer mit deinem kleinen Säckchen durch die Gegend fahren, was die Situation einfach erschwert. Deswegen suchen wir jetzt ein öffentliches Klo und da gibt es zum Glück in Japan einige von. So sieht's aus. Also verlassen wir hier unseren wunderschönen Schlafplatz. Der Schlafplatz war echt cool. Ja, und schauen uns mal an, was jetzt als nächstes passiert. Du hast hier 2 Hochbetten, einmal hier Alkoven und einmal hinten ein Hochbett. Du hast hier nur eine Leitersituation und wenn du hinten ins Hochbett rein willst, wo ich geschlafen habe, bräuchtest du theoretisch die Leiter, weil das nicht so einfach ist, da hochzusteigen. Der Schritt ist halt zu hoch, um den halt einfach so mit einem Topsatz zu machen. Es sei denn für größere, aber größere können da nicht schlafen, weil das ganze Bett ist nur 1,90 lang. Und man müsste theoretisch die Leiter vor dieses Hochbett stellen. Aber wenn du die Leiter davor stellst, kannst du nicht mehr aufs Klo gehen. Weil die Klotür nach da aufgeht. Also es ist halt alles irgendwie nicht so dolle. Vielleicht brauche ich erstmal Schoki. Das an meinem Geburtstag. Also weil für alle, die es nicht wissen, ich hatte Geburtstag.
Ja, 7-Eleven, ne? Kennen vermutlich die meisten, die in Asien unterwegs sind. Gibt's fast an jeder Ecke. Und wir holen jetzt hier mal Bargeld, denn hier kann man relativ günstig Bargeld holen. Und außerdem wollen wir jetzt gleich in so einen kleinen Privatonsen fahren, denn wir fühlen uns alle ein bisschen dreckig. Es ist jetzt 16 Uhr. Unsere E-Mail an den Vermieter haben wir heute Morgen um 9 geschrieben. Der hat sich bisher noch nicht zurückgemeldet. Ich bin mal gespannt, ob er das überhaupt tut. Aber wir harren der Dinge, ist ja egal. Und fahren jetzt erstmal zu diesem Onsen, um uns einmal mal ordentlich zu waschen. Onsen, wer das übrigens nicht weiß, das ist eigentlich nur ein kleiner Raum mit einer Badewanne drin, wo das Wasser halt verhältnismäßig warm ist. Und das Problem in Japan meistens bei den Onsen ist, dass es geschlechtergetrennt. Wir wollen aber ganz gerne zusammen in so einen Onsen. Und es gibt so ein paar Privatonsen, da fahren wir jetzt hin. Die haben 10 Räume und deswegen gehe ich davon aus, dass wir da jetzt auch einen Raum und Platz finden, um uns mal einmal ordentlich zu waschen. Und dann hoffe ich mal, dass der Vermieter sich bis dahin gemeldet hat. Wenn nicht, ne, könnte spannend werden. Da ist unser Camper und hier vorne ist jetzt der Onsen. So, Susi hat jetzt gerade am Automaten ausgelöst und hier den Eintritt bezahlt. Genau. Und so sieht das jetzt aus, ne? Das ist eigentlich nur eine große Badewanne, ein paar Duschen, aber es ist natürlich ideal für Camper, ne? Wenn jetzt hier noch eine Toilette drin wäre, dann wäre das hier quasi perfekt. Also du hast halt ein privates Badezimmer. Ich kann hier mal die Tür aufmachen, damit man es mal sieht. Besser. Und dann sind hier so kleine Duschen. Und das Ganze mietet man jetzt hier für 90 Minuten. Du hast jetzt 90 Minuten Zeit, dich einmal sauber zu machen. Es gibt sogar einen Fernseher, guck mal. Du kannst sogar ein bisschen Fernsehen gucken hier. 2.900 Yen. Ja. 17 Euro. 17 Euro, na gut, okay. Für 90 Minuten private einmal sauber fühlen. Ist doch cool. Hier, nimm Körbchen. Ja, also immer ganz beliebt sind natürlich hier doch so ein paar Geschichten, die hier frischer sind. Also von den Sandwich bis hier über diese kleinen Reisdreiecke. Und hier gibt es auch nochmal so ein paar verpackte Sachen und Salat. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Bock auf Salat. Ich weiß auch nicht. Nachdem wir jetzt hier so viel Sushi hatten. Vielleicht so einen kleinen Salat einfach. So. Dann gibt es hier halt noch so lauter verpackte Geschichten. Nachtisch gibt es hier auch nochmal. Milch, was haben wir hier? Ich glaube, ich bin mit meinem Salat schon ganz gut. Ansonsten, wir haben ja eine Mikrowelle drin, ne, im Auto. Und ihr seht schon, hier gibt es halt auch diese kleine Pizza, die man in so einem Mikrowellengrill ganz hervorragend machen kann. Hier gibt es so ein bisschen Hähnchenkrams und so. Also tiefgefrorene Geschichten. Man kommt schon über die Runden, ist jetzt immer nicht ganz so geil, aber okay so. Ja, wir sitzen jetzt im Camper, frisch gewaschen und genießen unseren Abend, so wie das fast alle Camper tun, wenn sie hier in Japan unterwegs sind. Stimmt natürlich nicht. Wir schlagen uns hier mit den Mails dieser Vermieter rum. Also wir haben jetzt eine sehr, sehr positive Antwort-Mail vom Vermieter bekommen, der eigentlich auf alle unsere Punkte in Anführungszeichen devot reagiert. Also schon sehr wohlwollend und eigentlich alles verbessern will und auch alle Fehler einsieht.
die hier am Fahrzeug sind. Hintergrund ist es gar nicht sein Fahrzeug, sondern er hat da irgendwie einen Untervertrag mit diesen Camping Lines, weil er diese Fahrzeuge gar nicht in seinem Bestand hat. Also alles sehr, sehr undurchschaubar. Und der hat uns jetzt so ein paar Angebote gemacht. Also unter anderem hat er gesagt, irgendwie, wenn wir jetzt noch eine Nacht hier bleiben, dann würde er morgen mit uns zum Möbelhaus gehen und uns Matratzen dann kaufen. Und er würde zusehen, dass er hier alle Geschichten, die repariert werden müssten, hier diese ganzen Kanten, die abgeflattert sind, einmal repariert und uns auch noch einen Fernseher hier reinhängt. In der Zeit waren wir gerade einkaufen und Susi hat natürlich die extra teuren Sachen gekauft. Stimmt gar nicht. Weil die Bock hatte irgendwie auf westliches wie Käse und Brot und all so ein Kram. Ich hatte einen schwachen Moment. Genau. Also unser Kühlschrank sieht echt speziell aus. Hier so ein bisschen Joghurt und Pudding, sag wie es Pudding ist. und so. Aber Das ist jetzt gar nicht das Thema. genau, die Kenner unter euch, die haben das sofort gehört. Die kennen sich da aus. Vielleicht hat Und auch wenn der ein oder andere das Licht flackern gerade gesehen. Genau, und wenn ich den Joghurt anfasse, dann ist er halt warm. Mein Bier war auch warm. Das ist ja noch schlimmer. Ja. Nichts ist schlimmer als warmes Bier, ne? Joghurt ist ja egal, aber das Nee. Bier... Aber Butter bei den Fische, wir haben gar nicht mitbekommen, der Kühlschrank war gar nicht an, seitdem wir gestern das Auto bekommen Licht haben. brennt übrigens immer, wenn man den Kühlschrank aufmacht. Ja. Selbst wenn er nicht an ist. Ja, deswegen habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Genau. Man geht ja auch davon aus, wenn man so ein Auto übergeben bekommt, dass dann theoretisch wir haben keine wirkliche Einweisung gekriegt, weil wir diese 4 Stunden damit verbringen mussten, Mhm. ja erstmal klar zu machen, dass wir keinen Bock haben, irgendwie sollte mal irgendwie das Fahrzeug ausfallen, wir die Kosten tragen müssen, wenn das Fahrzeug dann irgendwie gefühlte 4 Wochen irgendwo auf dem Hof steht. Und mir ist es gestern, haben wir auch schon ein Bierchen getrunken, ne? Das gute Okinawa-Bier. Und da ist es nämlich auch nicht aufgefallen, weil Wir das aus dem Supermarkt hatten. wir haben das kalt aus dem Supermarkt gekauft und kurz nach dem Einkauf standen wir schon hier. Ja. Und haben das gekühlte aus dem Supermarkt Bier getrunken und da ist uns auch nie aufgefallen. Aber heute ist es aufgefallen und da haben wir gesagt, ja okay, dann stellen wir das Ding mal an und was ist jetzt los? Ja, das Aggregat, Alter, was ist denn los hier? Das Aggregat springt die ganze Zeit an und aus Ja, und vor allem das Licht flackert. ja. Draußen ist es längst dunkel geworden. Und selbst die Stadt im Hintergrund wird immer dunkler. Eigentlich wären wir jetzt gerne unterwegs. Irgendwo, auf so einer kleinen Straße, durch den Wald, an einem See oder an der Küste entlang. Denn genau dafür sind wir nach Hokkaido gekommen. Schon seit Monaten freuen wir uns auf genau diese Insel ganz oben im Norden Japans. Während die meisten Reisenden zuerst natürlich an Tokio, Kyoto oder Osaka denken, zieht es uns gerade genau in die andere Richtung. Dorthin, wo Japan etwas ruhiger wird, etwas wilder und vor allem deutlich grüner. Ja, ursprünglich wollten wir unsere kleine Wohnmobilreise auf der japanischen Hauptinsel Honshu verbringen. Dort liegen vor allem die berühmten Sehenswürdigkeiten des Landes. Doch je mehr wir uns mit Japan beschäftigt haben, desto interessanter wurde Hokkaido für uns. Denn gerade für eine Reise mit dem Wohnmobil bietet diese Insel einige entscheidende Vorteile. Weniger Menschen, weniger Verkehr, weniger Hektik. Dafür viel mehr Natur, mehr Platz und vor allen Dingen mehr Freiheit. Auf einer Fläche, die fast so groß ist wie Österreich, leben gerade einmal 5 Millionen Menschen. Allein im Großraum Tokio leben dagegen fast 8-mal so viele Menschen. Hokkaido ist bekannt für seine riesigen Wälder, aktive Vulkane, glasklare Seen und endlose Küsten. Und einige der schönsten Nationalparks Japans. Viele Japaner selbst reisen hierher, um dem Trubel der Großstädte zu entkommen. Im Winter fallen hier teilweise mehrere Meter Schnee. Und im Sommer sorgen die nördliche Lage und das kühlere Klima für angenehmere Temperaturen als im Süden des Landes. Nicht umsonst gilt Hokkaido für viele als die Naturinsel Japans. Was mir übrigens auch überhaupt nicht gut gefällt, sind diese Schlösser. Die sind
so schwergängig und das ist kein billiges Auto hier. Was mir übrigens sehr gut gefällt ist, dass dahinter ein kleiner Wasserkanister ist für Trinkwasser. Das heißt, du hast hier nochmal einen eigenen Kreislauf. Wasser, Brauchwasser vom Trinkwasser getrennt und dann hast du hier so einen kleinen Kanister, den kannst du rausnehmen, mit Trinkwasser befüllen und du hast in der Küche 2 Hähne, einen für Trinkwasser und einen für Brauchwasser. Was auch richtig schlecht ist, ist dieser Verschluss hier, Leute. Guckt euch das mal an. Erstmal, was mich auch immer stört bei diesen Wohnmobilen, dass du so viele Schlüssel hast. Für jede Klappe gibt es irgendwie gefüllten Schlüssel. Und dann hier, guckt euch das mal an. Das ist irgendwie overengineert. Und ja, hier ist Pipi. Meine Fresse, da rede ich gerade von diesem beschissenen Verschluss hier. Wie dieses Klo zugemacht wird. Und dann haben wir es aufgemacht und gesehen, dass da überall Urin in diesem Tank drin ist. Und wir haben heute Morgen gesehen, dass da Flüssigkeit in der Dusche ist. Und jetzt wissen wir, alles klar, das ist Pisse. Das Klo ist undicht und läuft aus. Also es läuft innen irgendwie hier ins Fach und durch das Fach auch innen in die Dusche. Alter, also so viel gesammelten Schrott haben wir ja noch nie erlebt. Das ist ja unfassbar. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Gestern Abend um 23 Uhr, glaube ich, haben wir noch eine E-Mail geschrieben, wie jetzt Stand der Dinge ist, mit unserem Wohnmobil, was die Lösungen sein könnten. Und haben darum gebeten, den Besitzer dieser Firma vor Ort mal zu treffen. Und heute Morgen haben wir auch relativ zeitnah eine E-Mail von ihm bekommen und er hat sich nochmal 3-mal entschuldigt. Allerdings ohne jegliche Vorschläge, ohne uns zu sagen, was jetzt wirkliche Möglichkeiten sein könnten, um unsere Problemchen zu lösen. Wir sind sehr, sehr gespannt, weil jetzt sind wir auf dem Weg zu der Firma. Wir treffen uns jetzt gleich mit dem. Und wir hatten extra nochmal eine E-Mail nachgeschickt, dass er doch bitte schon mal irgendwie unsere Lösungsvorschläge kommentieren soll, weil wir hatten halt eigentlich 3 Szenarien vorgegeben. Wir haben gesagt, also erstens, Variante 1 könnte sein, du reparierst das Auto und wir können heute Abend dann irgendwie hier mal irgendwie auf Hokkaido starten. Also alle unsere Punkte müssen einmal in Ordnung gebracht werden. Variante 2, du gibst uns einfach ein Fahrzeug, was okay ist und keine Defekte hat, keine Mängel aufweist. Und wir fahren heute Abend los und starten unser Abenteuer. Oder Variante 3, du kannst alles nicht erfüllen. Dann treten wir vom Mietvertrag zurück und wir wollen unsere gesamte Kohle wieder haben, weil wir hier jetzt die ganze Zeit nur in Lauerstellung waren und auf seine Antworten gewartet haben. Und wir haben keine Antwort darauf gekriegt. Also bin ich entsprechend sehr, sehr gespannt, wie der jetzt reagieren wird und welche Lösungen die jetzt für uns parat haben. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie die überhaupt reagieren werden. Denn, also ich als Unternehmen, wenn mir sowas passieren würde, wenn ich mal irgendwann Wohnmobile vermieten würde, dann ist das in dem Fall, finde ich persönlich, die schlechteste Propaganda, die schlechteste Werbung, die ich überhaupt so machen kann. Und alles, wodurch so ein Laden eigentlich läuft, ist gute Werbung, gute Mund-zu-Mund-Propaganda und gute Qualität. Und alles, was wir berichten können, ist jetzt durchweg nur Scheiße und negativ. Und da bin ich wirklich gespannt, ob die jetzt sagen, pass auf, ihr kriegt jetzt die Hälfte hier der Zeit umsonst, damit wir wieder, ne, ihr hattet jetzt eine Menge Ärger mit dem Auto und so, und um das ein bisschen zu kompensieren, kommen wir euch jetzt entgegen. Also so eine Nummer, da bin ich gespannt, ob das kommt oder ob die sich einfach dahin stellen und sagen, boah, das ist doof gelaufen, es tut uns so leid. Bist du auch gespannt? Ich glaube, wir sind genauso geschnitten. Das ist das hinten, was du hast. Das kommt hinten in den Alkoven rein und die anderen kommen davor.
Wow, ich bin schon wieder begeistert, weil die sind hier so bemüht, die laufen hier alle rum, die schlawenzeln hier ums Auto, die versuchen Lösungen zu finden, sind persönlich so nett, also dass man ihnen gar nicht böse sein kann. Und das fasziniert mich schon wieder sehr. Also da muss man schon wieder sagen, Daumen hoch, das ist schon wieder sehr cool. Hast du auch Daumen hoch? Ja. Bye bye. Jo, wir rollern jetzt hier vom Hof, Mochmutter. Und mit einem sehr, sehr guten Bauchgefühl würde ich sagen. Also die sind hier so nett, das ist ja unfassbar. Das ist wahrscheinlich schon wieder dieses typisch Japanische, ne? Wobei am Anfang haben wir die ganze Zeit gedacht, irgendwie, ja, man kann ja nett sein, aber wenn da nichts kommt, ist halt auch scheiße. Aber jetzt haben sie sich extrem entschuldigt. Unsere kleine Dolmetscherin, also die englischsprachige Dame in der Runde, die fing sogar plötzlich an zu weinen, weil ihr das so leid getan hat, was uns hier mit dem Auto passiert ist. Und da ging es mir schon kurz irgendwie so ein bisschen schlecht, wo ich schon dachte, naja gut, okay, weinen brauchst du jetzt auch nicht nur, weil irgendwie hier uns Pisse in die Dusche läuft, ne? Das ist ja jetzt nicht gleich ein Grund so. Aber ja. Ich glaube, da kam einfach sehr viel ja. sehr viel jetzt zusammen und sie haben uns auch gesagt, dass die Japaner normalerweise nicht so sich beschweren, ne, wenn Sachen irgendwie nicht in Ordnung sind. Ja. Und vielleicht haben sie die ganze Zeit gedacht, sie machen einen guten Job und dann war das gar nicht so. Also dann kamen 2 Deutsche und haben gesagt, nö. Das ist halt auch der große Nachteil an Japan grundsätzlich, ne? Weil du einfach, Feedback-Kultur ist ganz mies hier. genau, weil du einfach nicht kritisierst. Also Ja. die verschweigen das dann oder bewerten dann heimlich oder wie auch immer, aber es wird halt kein direktes Feedback gegeben. Und das hat die jetzt hier wahrscheinlich auch ja so ein bisschen überrascht. Also in beide Richtungen, sowohl positiv als auch negativ. Ja. Man muss auch ein bisschen Glück haben, ne? Dass du dann auf der Gegenseite jemanden hast, der dann auch sagt, okay, ich entschuldige mich und ich höre dir jetzt auch zu. Können auch nicht alle, ne? So selbstreflektiert sagen, Mensch, das haben wir jetzt echt nicht gedacht, dass es so blöd ist und Ja. da können wir noch viel lernen und das zu hören war schon sehr nett. Aber noch besser und am wichtigsten war, dass jetzt die Probleme gelöst wurden. Ja, absolut. Ne? Absolut. Und jetzt auch relativ schnell. Es war jetzt ja nicht so dramatisch. Also die hatten alles da. Die hatten die Problematik war in der Tat, die hatten es fast schon angenommen, dass nicht genug Spannung auf der Batterie war. Und deswegen fing dann halt einfach der Spannungsschutz da die ganze Zeit an rumzuspinnen und der Kühlschrank ging halt an und aus. Entsprechend hatten die 3 neue Batterien da, die haben sie ausgetauscht, haben uns 3 neue Batterien reingehauen. Das heißt, wir haben jetzt niegelnagelneue Batterien an Bord. Ja. Sie hatten noch eine neue Kassettentoilette da. Also wir haben eine niegelnagelneue Kassettentoilette bekommen. Und da gehen wir jetzt und hoffen auch, dass sie dicht ist. Gehen wir von aus auf jeden Fall. Ja. Alle Kanten, die ab waren und so, die haben die jetzt einmal fixiert und festgeklebt. Nach 500 Metern. Also auch das super nett. Was heißt super nett? Ne? Ist ja auch zu deren eigenen Schutz, sonst hätten wir die abgeflattert. Sie haben uns einen Fernseher reingeschraubt, der auch funktioniert. Ja. In den anderen Fahrzeugen war auch übrigens ein Fernseher drin. Also das heißt, die Aussage, die vermieten das Fahrzeug ohne Fernseher kann, weiß man nicht. Genau, aber auf jeden Fall haben sie jetzt relativ schnell einen Fernseher reingeschraubt. Die wollten dann mit uns noch zu einem Möbelladen fahren und ordentliche Matratzen kaufen. Und dann hatten wir halt den Vorschlag, die hatten ja noch mehrere von diesen Autos da stehen, dass wir gesagt haben, pass auf, die Matratzen sind 3 cm dick hier bei euch. Wenn wir 2 nehmen, dann haben wir zumindest 6 cm. Ja. Also lass uns doch vom alten Auto, von einem anderen, hier die Matratzen rausnehmen und wir doppeln die halt einfach. Und die haben also
ich würde mal sagen, bedenkenlos sofort gesagt, ja, das ist eine gute Lösung, das machen wir. Und dann haben sie sofort die Matratzen hier auch einfach in das Auto gelegt. Was schade ist, weil ich denke, man hätte alles am ersten Tag auch schon regeln können. Gut, dann hätten wir das mit dem Kühlschrank wahrscheinlich nicht gemerkt. Und mit dem Klo. Also vielleicht war es jetzt am Ende doch gut, dass wir noch ein bisschen länger hier vor Ort waren. Um die Es war anderen also- Sachen auch noch rauszufinden, was nicht okay war. Ja, und es war halt vielleicht auch, und das wissen wir noch nicht, aber vielleicht war es auch gut, weil, also der Vermieter selber, 400 Metern. der hat auch noch einen Campingplatz. Und der hat uns eingeladen, zu dem Campingplatz zu kommen und meinte so, wenn wir kommen, gibt es auch noch eine Überraschung. Also überlegen wir uns natürlich auch mal dann zu diesem Campingplatz zu fahren. Und wir hatten jetzt währenddessen halt auch ein bisschen Zeit. Ich hatte ihm im Vorfeld da schon gefragt per Mail, ob er uns mal so ein paar Tipps geben kann, wo man hier so hinfährt. Also als Local, nicht als Touri, so die Touris abspotten, sondern als Local hinfährt, wo kann man toll mit dem Wohnmobil hinfahren. Links abbiegen. Ja, und jetzt hatten wir gerade Zeit und er hat mir, ich glaube, 6, 7, 8 Links geschickt, wo man auf jeden Fall hinfahren soll. Und das sieht spektakulär aus, Leute. Freut euch auf die Bilder. Ich freue mich auf die Gegend, weil das, was er mir dann gezeigt und gesagt hat, da meint er, da kommen gar keine Touris hin. Und das ist landschaftlich unfassbar, richtig geil. Und ich freue mich da auch schon jetzt wirklich drauf, weil jetzt habe ich ihm wieder ein geiles Bauchgefühl. Heute Morgen dachte ich noch, irgendwie die kriegen ihren Camper da um die Ohren gehauen. Und wir machen uns auf den Weg. Du hast schon Aber nach Hotels geguckt. Ich habe schon nach Hotels geguckt, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Also mich hat das hier angenervt. Und ja, wie gesagt, einmal da jetzt die persönlich kennengelernt und es hat sich alles gleich irgendwie in Luft aufgelöst, weil die echt wirklich super sympathisch waren. Super serviceorientiert und sofort eine Lösung suchen wollten für uns. Ja. Das ist geil. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Learning, ne, dass es auf einer persönlichen Ebene meistens bessere Lösungen gibt, als wenn man das alles nur per E-Mail macht. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es nicht immer machbar ist, Du hast wenn das du Ziel erreicht. aus Deutschland so eine Tour planst oder von wo aus auch immer. Du kannst dich ja nicht hier vorher mit dem treffen und alles besprechen. Das funktioniert so nicht. Insofern hoffe ich, wir konnten jetzt nicht nur unsere Probleme lösen und die Reise retten, Ja. sondern vielleicht haben wir noch ein bisschen dazu beigetragen, dass der Service hier jetzt besser wird, noch besser wird und auch ein bisschen angepasster vielleicht auch auf die Bedürfnisse von Leuten, die aus dem Ausland hierher reisen. Ja, absolut. Also Leute, wenn ihr einen Campingplatz habt, wenn ihr eine Reise- und Wohnmobilvermietung habt, ne, und mal ehrliches Feedback haben wollt, dann braucht ihr uns nur so ein Ding mal geben oder uns gerade so auf dem Campingplatz lassen, dann geben wir euch Feedback ohne Ende. So, und jetzt Feierabend. Jetzt Feierabend. Gott sei Dank. Park Position. Sehr gut. Wir stehen wieder auf unserem Parkplatz und irgendwie fühlt sich das schon fast an wie nach Hause kommen. Ein Ort, den wir inzwischen ziemlich gut kennen. Naja, die Umgebung ist vertraut und ja, die Abläufe kennen wir auch. Das war natürlich für Hokkaido nie unser Plan. Wir wollten neue Orte entdecken, Küstenstraßen fahren, an Seen stehen und diese Natur dieser wundervollen Insel erleben. Doch am nächsten Morgen begrüßt uns erstmal der Regen. Es nieselt, es tropft und irgendwie passt das auch ganz gut zu unserer Stimmung. Denn diesmal, da tropft es leider nicht nur draußen. Ausgerechnet jetzt zeigt sich das nächste Problem bei unserem Wohnmobil. Und ganz ehrlich, nach all dem, was bisher schon passiert ist, hätten wir eigentlich nicht gedacht, dass uns jetzt schon wieder die nächste Überraschung erwartet. Da lagen wir offenbar falsch. Und als wenn das unser größtes Problem wäre. Also leider, jetzt kühlt er halt ein bisschen mehr, allerdings haben wir keine Eiswürfel. Hier ist schon kalt, aber das Aggregat springt wieder mal wieder an und aus. Also ihr hört es, jetzt springt es wieder an. Der läuft jetzt ungefähr wieder seit 3 Stunden. Und wie gesagt, Eiswürfel ist nicht gekühlt. Ich vermute, er kriegt nicht so richtig Kühlung hin. Er läuft schon mal ein bisschen besser als gestern. Aber der Defekt ist nach wie vor da. Es ist so verrückt, das ist jetzt mittlerweile hier schon Tag 4 auf Hokkaido. Und
Wir haben es noch nicht so weit aus Sapporo geschafft. Wir stehen hier immer noch im Parkplatz von einer fetten Shopping Mall, weil da drin kann man natürlich aufs Klo gehen, super. Da drin gibt es lecker zu essen, da kann man einkaufen, da kann man zur Not auch so ein bisschen seine Zeit verplempern. Und das machen wir hier auch gefühlt, weil wir bis jetzt noch nicht so richtig wissen, ob wir jetzt losstarten mit einem kaputten Kühlschrank oder ob wir noch eine Alternative kriegen, ob wir komplett abbrechen. Ob wir nur ein paar Tage fahren und dann immer essen gehen oder was wir so machen. Also kaputter Kühlschrank ist schon natürlich irgendwie ein bisschen begrenzend. Wenn man jetzt hier immer in so Gebieten ist, wo es was gibt, ist das ja kein Problem. Sobald man hier natürlich so die Zivilisation ein wenig mehr verlässt, weiß ich nicht. Weiß nicht, Digga, wie viel es da noch so zu essen gibt, ne? Und deswegen stehen wir hier und wissen mit uns selber gar nicht so richtig, was wir machen sollen. Und deswegen, immer wenn Susi nicht weiß, was sie machen soll, dann sagt sie, ach naja, dann wasche ich halt Wäsche. Deswegen fahren wir jetzt mal zu so einem Waschsalon. Ist das so? Boah, ey, das ist ja eine fette Maschine hier, oder? Cool. Ja, Wahnsinn. Das, Solche gibt's nicht in Deutschland. oh, das geht wohl, ne? Die haben hier bis 25 Kilo. Hier kannst du mal eben deine komplette Bettwäsche auch mitwaschen. Sehr praktisch. Ja. Boah, es gibt ja so ein paar Sachen, die sind in Japan einfach großartig. Das sind zum einen vermutlich als allerbestes die Klos. Die sind natürlich großartig. Ich glaube vermutlich wahrscheinlich der beste Klostandard weltweit. Selbst hier um die Ecke. Alle öffentlichen Klos einfach großartig, super sauber und immer mit diesen Wellness-Klos. Und als zweites gibt es natürlich hier überall diese kleinen 7-Eleven. Ja, wir haben jetzt, ach so, Quatsch, was ich hier eigentlich sagen wollte. Diese Waschsalons gibt es hier halt auch an jeder Ecke. Das ist natürlich auch geil. Und dann halt diese großen Dinger, wo du halt auch sehr, sehr viel Wäsche waschen kannst. Bei uns hat das Wäschewaschen jetzt nicht mal eine Stunde gedauert, also inklusive Trocknen. Wäsche waschen, trocknen. Und Susi hat noch ihre Schuhe gewaschen. Das ist ja echt verrückt. Die hatten so eine Schuhwaschmaschine da. Und ein Schuhtrockner. Und ein Schuhtrockner. Also du konntest sie waschen und trocknen. Und jetzt ist allerdings abends geworden. Wir haben immer noch keine Rückmeldung vom Vermieter bis jetzt bekommen. Weswegen wir jetzt auch noch nicht großartig hier aus der Stadt rausgejückelt sind. Wir haben ja unseren favorisierten Schlafplatz, weil der so schön einsam und allein und mitten eigentlich in Anführungszeichen in der Natur ist. Ist auf jeden Fall sehr ruhig und da kommen keine anderen Leute hin. Deswegen werden wir heute vermutlich da wieder pennen, ne? Ich denke schon. Denke ich auch. Okay. Und nach wie vor wundere ich mich immer, warum nicht in jedem Wohnmobil ein Dreammaker ist. Und ich wundere mich, warum du nicht losfährst. Ja, ich fahre jetzt los. Ja. Ich fühle mich hier übrigens wie in so einem Truck, ne? Wie in einem großen Truck hier mit diesem fetten Lenkrad und dann hier diese ganzen Anzeigen und Displays. Das ist schon ein bisschen Truckerleben hier. Hochgedreht. Jetzt geht's wieder an. Und vor allen Dingen, er springt gar nicht in diesen Nee. Kühlungszustand. Und der ist komplett hochgedreht. Okay, der ist komplett hochgedreht. Und es wird nicht wirklich kalt. Ja, genau, er läuft dann halt 30 Sekunden in diesem Geräusch und dann geht er wieder aus und springt da wieder hin, ne? Aber wir haben ihn auch schon am Anfang kühlen gehört Ja. und dann hört er sich auch halt ganz anders an. Genau, das ist gar nicht so dieser Kühlmodus, den wir gerade hören. Der hört sich anders an. Aber da kommt er gar nicht mehr hin. Das einzige Mal, wo ich das heute gehört habe, war, wo die Sonne schien und wir extra Strom über die Solarpaneele bekommen haben. Ja, vermutlich, ne? Genau, das ist so eine Theorie, dass er da
Das Licht flackert übrigens auch, wenn man das jetzt gerade gesehen hat. Ja, nicht nur da, sondern auch hier die. Im gesamten Wohnmobil, ne? Ja, leider ja. Jetzt- Ja, und die Batterien haben sie getauscht. Das heißt, es ist ja jetzt nicht dann... Oder es sind die falschen Batterien oder die Kabel. Der Kabel. Also ich könnte mir auch vorstellen, genau, der Kabelquerschnitt, der ist halt zu gering. Wobei kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei einem Wohnmobilausbauer, dass der hier so ein Kabel hier, ne? Problem hat. Das ist alles weich. Die Ne? Butter ist weich, wird nicht hart im Kühlschrank. Mhm. Also es ist jetzt nicht, ist natürlich jetzt nicht warm. Ist, weil- aber ist es dramatisch? Ist wenigstens das Bier kalt? nee, das Auch nicht. musst du dir dann gekühlt irgendwo kaufen. Ja, scheiße. Also es ist jetzt bei solchen Sachen natürlich nicht so dramatisch, ne? Aber wir haben hier Eier, wir haben hier Butter, wir haben jetzt Fleisch. ja, wir oder wollten eigentlich irgendwas. noch grillen, ne? Dann wird es halt gefährlich irgendwann. Genau. Das, Genau, jetzt ist das Aggregat wieder raus. Moin, mittlerweile haben wir heute Tag 5. Wir stehen hier immer noch auf diesem Parkplatz in Sapporo auf der Insel Hokkaido, Japan. Aber es ist ein sehr schöner Parkplatz hier zum Übernachten. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ne? Wir haben hier eine riesen asphaltierte Fläche, also super, um mit dem Campingmobil zu stehen. Und wie ihr seht, hier steht sonst fast gar nichts. Da hinten steht ein kleines Auto, das ist heute Morgen erst gekommen. Ansonsten ist es ein super, super ruhiger Parkplatz hier, eigentlich mitten in der Stadt. Hier läuft so ein kleines Flüsschen da hinten lang. Und direkt dahinter ist dann die Stadt. Also man fährt hier nur über diese Brücke und dann ist man sofort drin. Ja, was machen die hier normalerweise? Die spielen hier Baseball. Japan ist verrückt nach Baseball und man findet sehr, sehr viele von diesen Flächen, wo man hier halt einfach Baseball spielen kann. Früher hat man hier Tennis gespielt und das ist echt verrückt. Die ganzen Tennisplätze, die da vorne sind, die sind alle abgebaut. Hier spielt man nur noch Golf, also Golf ist dahinter nochmal, und Baseball. Warum stehen wir jetzt hier eigentlich schon die ganze Zeit? Ja, wir versuchen ja immer noch mit dem Vermieter unsere kleinen Baustellen zu klären. Also alles, was so an diesem Auto kaputt war, als wir es bekommen haben. Viel haben sie repariert, viel haben sie hingekriegt. Die sind auch super nett, super sympathisch. Was noch immer kaputt ist, ist unser Kühlschrank. Also nach wie vor, aber jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt die Faxen dicke. Wir haben jetzt Tag 5 und stehen hier die ganze Zeit hier nur auf diesem Platz, um halt zu hoffen, dass wir da eine Lösung kriegen. Und jetzt haben wir keinen Bock mehr. Jetzt haben wir gesagt, also pass auf Leute, entweder wir fahren jetzt los und ihr kommt uns preislich entgegen, oder wir kommen jetzt bei euch wieder auf den Hof gerollt und geben das Auto ab, weil so haben wir keinen Bock. Wir wissen halt nicht, die haben uns den Vorschlag gemacht, die reparieren jetzt den Kühlschrank nochmal. Aber ja, so aus meiner Erfahrung als kleiner Busausbauer, es gibt ja nicht nur ein Problem oder beziehungsweise eine mögliche Lösung, sondern das können ja unzählige sein. Das kann ein Kabelbruch sein, das kann ein zu kleiner Kabelquerschnitt sein, das kann irgendwo ein Defekt halt am Verteilungssystem sein. Das kann theoretisch auch irgendwas am Kühlschrank sein. Die wollten jetzt den Kühlschrank austauschen, aber wir haben halt gesagt, hört sich erstmal wieder so aufwendig an, diesen Kühlschrank daraus zu bauen und dann einen neuen Kühlschrank reinzubauen. Und das dauert alles und deswegen haben wir gesagt, nee. Und wir wissen noch nicht, ob es dann überhaupt funktioniert. Ja. Und ob das jetzt im Bad reinregnet oder nicht, ist uns jetzt erstmal egal. Denn wir werden dem Keksgott huldigen und um Sonne beten. Ja, wir fahren jetzt heute einfach los. Also wir haben denen jetzt nochmal eine E-Mail geschrieben, so und so sieht's aus. Antwortet doch nochmal bitte drauf, ob das für euch okay ist. Und dann sollen die uns mal sagen, wie die uns preislich entgegenkommen. Aber wir haben jetzt hier keinen Bock mehr zu stehen und wollen jetzt erstmal los. Wir fahren jetzt erstmal zur Shopping Mall, weil ehrlich gesagt, und das hätten wir nicht erwartet, wir haben Schlafsäcke mitgebracht, aber die Nächte sind dann doch hier ziemlich kalt. Und wenn man nicht die Standheizung anhat, und wir wollen nicht die Standheizung die ganze Zeit anhaben, dann ja, friert man mitunter halt. Auf jeden Fall morgens wird es dann ganz schön kalt im Auto. Und Hokkaido ist ja für mehrere Sachen bekannt. Unter anderem kann man hier natürlich auch wunderbar Skifahren oder Snowboarden gehen. Denn
Es gibt hier gewaltige Berge, die ihr da im Hintergrund seht. Und angeblich gibt es ja im Winter hier den besten Powderschnee. Ich war noch nie hier. Der Vermieter hat uns so quasi durch die Hintertür eingeladen und gesagt, wir sollen auch mal im Winter kommen. Und wir haben gesagt, pass auf, wenn das mit dem Auto so weitergeht, dann kommen wir gerne im Winter, aber ihr ladet uns ein. Das haben sie zwar nur belächelt, aber ja, also ich würde hier gerne noch mal im Winter her zum Skilaufen. Das muss schon cool sein. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt erstmal zur Shopping Mall und nochmal eine Ersatzdecke holen, weil den Damen ist hier zu kalt. Los geht er. Das ist ja unfassbar. Ihr habt jetzt fast eine Stunde unserem kläglichen Scheitern hier auf Hokkaido zugesehen. Und damit seid ihr entweder genauso verrückt wie wir oder ihr habt einfach die Hoffnung, dass es noch besser wird. Also, keine Sorge. Das hier war nur das Aufwärmprogramm. Es wird definitiv besser. In den nächsten Videos wird es endlich richtig losgehen. Endlich geht's raus in die Wildnis, dorthin, wo Straßen enden. Das Wetter macht, was es will. Und selbst der beste Plan manchmal einfach nur noch eine nette Idee ist. Es wird auf jeden Fall spannend, es wird überraschend, manchmal chaotisch, gelegentlich ziemlich katastrophal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag mal so, tschö mit Ö, haltet die Ohren steif. Und folgt uns natürlich Richtung Himmelblau.